Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört bei das bürgerliche Zeitalter und sind jetzt bei Stadt- und Landleben. So wie in der letzten Folge, die Bereiche werden größer in diesem Abschnitt hier. Bild 235. Viehpreisverteilung. Die Ausstellung des Arbeits- und Nutzviehs bildete ein wichtiger Teil jeder landwirtschaftlichen Schau, an die sich meist eine Preisverteilung für das beste und schönste inländische Vieh schließt. Ihr Ziel war Steigerung der rassefähigen Viehzucht und Ansporn der Züchter zu Höchstleistungen, was sich wiederum günstig auf den in- und ausländischen Viehmarkt auswirkt. Ja, klar, damit die Kuh mehr Fleisch gibt, mehr Milch gibt. Und jetzt haben wir mehr oder weniger die Hochleistungskuh, die ohne Kraftfutter schon gar nicht mehr überleben kann, weil sie so viel Milch gibt. Würde die Kuh oft draußen auf dem Feld sein und würde sich nur durch Gras ernähren, würde diese Kuh überhaupt gar nicht so viel Nährstoffe aufnehmen können, um die Menge an Milch zu produzieren, die der Körper produzieren möchte. Im Prinzip sind das teilweise Tiere, die so in der freien Wildbahn gar nicht überleben würden. Die sind wirklich nur für solche Zwecke gezüchtet worden oder hochgezüchtet worden. Im Prinzip ist dasselbe wie in anderen Bereichen, zum Beispiel Hunde. Ja, kennt ja die Hundezucht. Da gibt es ja auch Hunderassen, die sehen zwar ganz schick aus, aber die leiden durch das viele Züchten leiden die an genetischen Problemen, an genetischen Krankheiten. Es gibt einige Hunde, davon habe ich mal gehört, dass die ab einem bestimmten Lebensalter plötzlich Krebs kriegen. Unterschiedliche Arten von Krebsen. Die haben dann plötzlich nach 30 Jahren, sind die anfällig für eine gewisse Krebsart und sterben halt an diese ganze Geschichte dann auch. Also mag der Hund zwar schön sein oder ein schönes Fell haben und sonst was, aber für das, Himmels Willen, nach 20, nach 30 Jahren dann das ist ja schon, als hättest du eine Uhr über den Kopf laufen halt, ne? Okay, nach 30 Jahren besteht die größte Gefahr, dass du halt an das und das und das stirbst. Will man das bei einem Haustier? Bild 236. Schäfflertanz. Der Schäfflertanz ist ein in München alle 7 Jahre am Dreikönigstag, 6. Januar, stattfindender Aufzug mit Tanz der Böttcher Schäffler, angeblich zur Erinnerung an einen ähnlichen Tanz, der sie während der Pest von 1517 zur Ermunterung der Bewohner veranstaltet hatten. Die Tänzer trugen bunte Reifen in der Hand, mit denen sie zu dem reigenartigen Tanz Figuren bilden. Bild 237. Wildschützen. Von jeher hat man leidenschaftlich jagbarem Wilde nachgestellt. Als die Jagd Vorrecht des Adels und der Reichen wurde, als schwere Strafen dem Jagdfrevel drohten, wurden viele Leute zu Wilderer. Denn unausrottbar scheint die Jagdleidenschaft besonders der Gebirgsbewohner. Aber heute geht es nicht um Vorrechte des Jägers, sondern um das Recht des Wildes, geschont und gepflegt zu werden. Da gibt es ja auch einige Diskussionen, und zwar, warum man nicht einfach aufhört, das Wild zu jagen. Und da gibt es ja gewisse Debatten, die immer hin und her gehen. Die einen sagen, okay, das Wild, was ich schieße, ich weiß, von wo es kommt und das ist am frischesten. Ja. Und sagen dann auch solche Dinge wie, die Wildpopulation der Rehe und Hasen und was nicht alles kreucht und fleucht, ohne die Jäger würde das eben, es würde quasi eine Überpopulation, es wären zu viele. Und die Jäger kontrollieren das ein wenig. Und ich bin mir nicht so sicher, ob diese Argumentation so günstig ist. Denn der Mensch hat ja erst in dem Moment eingegriffen, indem er den Wolf und andere oder den Bär aus dem Wald vertrieben hat und sozusagen den natürlichen Feind dieser Pflanzenfresser damit ausgelöscht. Das heißt also, die Überpopulation ist deswegen drinne, weil man eben die natürlichen Fleischfresser rausgeschickt hat. Also finde ich diese Argumentation mit der, dann würden sie zu viel werden und man muss ja die Balance halten,
Ja, das stimmt aktuell, aber das ist ja auch menschengemacht. Ja, diese Argumentation hat man sich ja selbst hergeholt. Ja, würde man, ich schätze mal, würde man ich bin jetzt kein Fachmann, aber würde man jetzt wirklich aufhören zu jagen und es würde eine Überpopulation stattfinden im Wald, Wölfe und Bären, die ja jetzt nicht in Deutschland mehr heimisch sind, aber hin und wieder rüberkommen zu uns, die folgen dem Jagd ja natürlich, die folgen der Beutetiere ja. Also ein Wolf wechselt durchaus mal sein Revier, wenn er merkt, dass woanders mehr zu holen ist und dort kein Wolf sein Revier abgesteckt hat. Es würde also bedeuten, dass Wildschweine, Rehe und weiß der Teufel was, das würden zwar mehr werden, die würden sich ausbreiten und natürlich die Fleischfresser würden hinterherkommen und dort halt eben jagen. Das würde natürlich eine Weilchen dauern und dabei würde wahrscheinlich viel kaputt gehen, weil halt das, ja, ne, wenn sich da über eine Population dann halt bildet, dann geht natürlich ein bisschen was verschütt. Aber das würde sich schon wieder ausbalancieren nach einer Zeit, wenn der Mensch nicht eingreift. Machen wir weiter mit dem nächsten Bild. 238. Kirchweihtanz. Das ursprünglich religiöse Charakter des Kirchweihfestes, das vor allem in Süddeutschland alljährlich nach der Ernte gefeiert wird, ist allmählich verblasst und aus dem kirchlichen Feiertag ward ein ländliches Volksfest von ausgelassener Fröhlichkeit. Wo alte Volkstänze wie der oberbayerische Schuhplätter noch lebendig sind, gibt man sich ihnen mit Lust und Ausdauer hin. Bild 239. Treidelschiff. Stromaufwärts wurden große Lastkähne durch Treideln vorwärts bewegt, das heißt mit Hilfe einer an Mast oder Bug befestigten Leine von Menschen oder Pferden, die auf den neben dem Wasser entlang führenden Treidelweg gingen, vorwärts gezogen. Heute, im Zeitalter der Elektrizität und des Motors, ist das Treideln mit Menschen- und Pferdekräften ein seltener Anblick geworden. Ist in Russland ähnlich. Die Wolga ist ja da ein Fluss und da gibt es eben auch die Wolga-Schlepper. Die haben auch ein eigenes Lied. Ja, ein eigenes Lied. Vielleicht kann ich es ja hier mal kurz einblenden. Ja, da ist es exakt genau so. Da mussten auch mehrere kräftige Männer eben die Boote über den Fluss ziehen. Hier in Deutschland eben das Treidelschiff. Bild 240. Balgende Schuljungen. Das Herumbalgen ist zu allen Zeiten eines der größten Jungenvergnügen gewesen, sei es, dass es sich nur um ein Messen der Kräfte handle, festzustellen, wer der Stärkste ist, oder um eine ernsthafte Schlägerei, bei der es hart auf hart ging und ein Loch im Kopf oder eine blutige Nase erst dem Kampf ein Ende setzte. Der Mutigste war stets der allgemeinen Hochachtung gewiss. Ich weiß, ich rede ja wieder viel danach. Ich habe das in der Vergangenheit immer versucht, ein wenig einzudämmen, aber ich habe gerade Lust drauf. Diese balgenden Schuljungen, das ist ja heute auch noch so. Jungen sind ja anders als Mädchen. Und ich glaube, das Problem an der heutigen Zeit ist, dass wir zu viele Frauen im Schulwesen haben. Das ist kein Vorwurf an die Lehrerinnen. Es ist einfach so, dass das Verständnis, wie Jungs nun mal miteinander umgehen, anders ist, als wie Mädchen miteinander umgehen. Jungs neigen einfach mehr zur physischen Gewalt und Mädchen neigen mehr zur psychischen Gewalt, also durch verbale Sachen und durch Intrigen. So. Na, ihr kennt ja das, wie Mädchen sind. Und da wir hauptsächlich Frauen in den Bildungswesen haben, die wenig Verständnis dafür aufbringen, werden Jungs eben dadurch mehr bestraft und Jungs mehr oder weniger das Verhalten von Mädchen aufgezwungen.
aufgezwungen, in Anführungsstrichen. Die machen es ja trotzdem. Ich verstehe das, dass man das so macht. Man versucht dann natürlich eben, gerade wegen den ganzen Eltern, solche Kämpfe eben zu unterbinden. Das verstehe ich. Es fehlt aber ein bisschen so das Verständnis, dass es einfach Jungs sind. Es sind einfach junge Heranwachsende, die, wie es hier schon steht, Kräfte messen wollen miteinander. Und bei Jungs entsteht immer eine Hierarchie, wer ist der Stärkste. Das ist einfach so. Ne? Wer der Stärkste ist, heißt meistens das Sagen. Wer der Klügste ist, steht meistens außen vor. Ne? Klugheit wird immer ein bisschen anders bewertet als Stärke. Beziehungsweise ist es eine andere Form der Stärke. Und so sind Jungs nun mal. Ja, also ich kenne das auch in meiner Schulzeit, da gab es das auch. Ja, dass man sich so ein bisschen, erst ist es auch Spaß, man kämpelt so ein bisschen auch Spaß, man rangelt, ja, da gibt es ja diesen Rangelsong, ne? Und daraus kann manchmal schnell was Ernstes werden, weil der eine trifft den anderen ein bisschen härter, als es soll, und dann wird der andere wütend und schlägt noch härter zurück, dann wird der andere wieder wütend und schlägt noch härter zurück und irgendwann hast du dann eine faustdicke Schlägerei. Aber so sind Jungs nun mal. Ich denke mal, das große Problem sind dann auch die Eltern, die sich dann sagen, ja, warum schlägt dein Kind mein Kind? Kann ich auch nachvollziehen, dass dass das da anders ist. Man sagt immer, Jungs haben es einfacher als Mädchen. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob das immer wirklich so stimmt. Machen wir weiter mit der nächsten Seite. Kommen wir zu Alltag und Festtag. Bild 241. Zirkusreiterin. Den größten Raum im Zirkusprogramm nahm früher die Reitkunst ein. Da es noch keine Autos gab, hatte jeder Verständnis für Pferd und Dressur. Sie entsprach der verfeinerten Lebensform und alle Vorführungen der Hohen Schule waren damals besonders beliebt. Daneben wurde den allerhand waghalsigen Geschicklichkeit und Geistesgegenwart erfordernden Reitstücke gezeigt. Bild 242. Wiener Prater. Der bekannte Wiener Naturpark, in dem besonders im 19. Jahrhundert sich im Sommer ein lustiges, geselliges Leben abspielte, war nach hoffentlich bald überwundenen Ständetrennung in den Nobelprater Treffpunkt der vornehmen Welt und den berühmten volkstümlichen Wurstprater unterschieden, wo Hans Wurst und der sorgenbrechende Heurige, der junge Wein, die Stunde regierten. Bild 243. Bürgerstube. Im Biedermeierzimmer trifft uns zum letzten Mal eine gute Wohnkultur von eigenem Stil entgegen. Er birgt viele Stücke von persönlichem Erinnerungswert. Klingelzug und Teppich sind von lieber Hand auf Canvas gestickt, Leinwand. Das Sofa ist schon ein Zeichen großer Wohlhabenheit. Größer als der formale Wert ist damals der jedem Möbel und jedem Schmuckgegenstand beigelegte Gefühlswert. Bild 244. Schauspielbühne. Die Romantik eröffnete der Bühnenkunst neue Entfaltungsmöglichkeiten. Der Aufschwung, den die historische Wissenschaften seit dem frühen 19. Jahrhundert nahmen, führten auf dem Theater das historische Bühnenbild und Kostüm herbei. Man berauschte sich vor allem an Ritterdramen, die in Bild und Tracht das lange verachtete deutsche Mittelalter wieder lebendig werden ließen. Bild 245. Walzer. Die Entrüstung über den Walzer, der als deutscher Tanz im Dreivierteltakt in der Zeit um 18. Jahrhundert aufkam, übertraf bei Weitem die Missbilligung, die man in unseren Tagen etwa den exotischen Modetänzen entgegenbrachte. Kaum ein Menschenalter später aber hatte der Walzer sich mit seinen eingeschmeichelnden Wiener Melodien, angefangen von Franz Schubert bis Strauss und Lanner, die ganze Welt erobert. Und das letzte Bild für heute: Stralauer Fischzug. Bild 246. Stralauer Fischzug. Der nach einem bekannten Bezirk der Reichshauptstadt genannten Stralauer Fischzug war ein altes Berliner Volksfest, das alljährlich am 24. August gefeiert wurde.
Dieses heute wieder neu belebte, in einem großen Fischzug als Höhepunkt gipfelnden Fest verrät noch, dass auch Berlin einmal ein kleines Fischerdorf gewesen und noch lange sein altes Brauchtum bewahrt hat. Dazu hatte ich einen kleinen Wikipedia-Eintrag gelesen. Offenbar wurde das Fest irgendwann abgesagt, also beendet, weil während des Festes eben es zu orgienartigen Zuständen gekommen ist. Man hat sich geschlagen, geprügelt, Saufgelage sind entstanden und dann hat man einfach von oben gesagt, Schluss damit, ne, und hat der ganzen Sache eben einen Stecker gezogen. Danach, in den 30ern, kam nochmal, ein paar Mal wurde das Fest nochmal gefeiert. In der DDR dann auch nochmal wurde es versucht, aber aufgrund von der Kohle schnell wieder eingestampft. Und bis heute bleibt das brach liegen. Keine Ahnung, ob die Berliner sich irgendwann mal wieder denken, ach Mensch, wir brauchen wieder einen Grund zum Saufen und das wieder aus dem Boden ziehen. Wer weiß, bei den Berlinern weiß man nie. Gut, dann war's das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht und wir sehen uns wieder bei. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.